An einem geschäftigen Morgen versammelte sich mitten in einem kleinen Viertel eine Menschenmenge um ein seltsames Wesen, einen mageren kleinen Fuchs, der zitternd mitten auf der Straße stand. Der kleine Fuchs, der zu einem unbekannten Zeitpunkt von seiner Mutter getrennt wurde, lief mit panischen Augen unsicher zwischen neugierigen Blicken und neugierigem Geflüster umher. Jedes Geräusch, jede plötzliche Geste eines Menschen ließ es ängstlich zurückweichen. Er war einfach ein verlorenes Kind in einer fremden Welt, das nicht wusste, wohin es laufen sollte, nicht wusste, wem es vertrauen konnte. Dann plötzlich, wie von einem unsichtbaren Faden geführt, näherte sich der kleine Fuchs einem Mann, der eine einfache Arbeiteruniform trug und einen Schutzhelm in der Hand hielt. Aus unerklärlichen Gründen drückte sich der Fuchs gegen das Bein des Mannes, als hätte er in der Menge den einzigen sicheren Platz gefunden. Obwohl er überrascht zurückwich, folgte ihm der Fuchs weiter und blickte mit tränenden Augen zu ihm auf, als würde er um Schutz betteln. Der Mann hielt inne, in seinen Augen sah er eine dringende Bitte, die nicht ignoriert werden konnte. Nicht die Augen eines wilden Tieres, sondern die Augen einer Kreatur, die verzweifelt um Hilfe ruft. Er beugte sich hinunter und streichelte sanft den winzigen Kopf, der unter dem spärlichen Fell zitterte. Dann hob er es wortlos auf, verließ die Menge und trug das Tier zurück nach Hause. Als er nach Hause kam, war seine Frau überrascht, hatte aber keine Einwände. Gemeinsam bereiteten sie ein kleines Kissen vor, legten es in die Küchenecke und brachten dem Fuchs eine Schüssel mit warmem Futter. Es war so hungrig, dass es gierig fraß und beide Füße in die Schüssel steckte, als hätte es Angst, jemand könnte ihm seine Portion stehlen. Nach dem Fressen schlief das Tier sofort ein tiefer Schlaf, als wäre es das erste Mal in seinem Leben, dass es so friedlich war. Von diesem Tag an war der Fuchs kein verlorenes Geschöpf mehr, sondern wurde ein Mitglied der menschlichen Familie. Der Mann gab ihm einen Namen, bürstete es jeden Morgen und nahm es mit zur Arbeit oder in die Stadt. Anfangs war der Fuchs scheu und verkroch sich in seinem Fell, wenn er Fremden begegnete. Aber im Laufe der Tage wurde es schelmischer, schlauer und freundlicher. Das Fell färbt sich allmählich seidig orange, die Ohren stehen aufrecht und blicken immer umher, als würden sie der Welt lauschen. 4 Monate sind vergangen und aus dem kleinen Fuchs ist mittlerweile ein gesundes, agiles und äußerst intelligentes Tier geworden. Es ist nicht mehr das wilde Tier, das die Menschen zuerst gesehen haben, sondern ein treuer Freund, ein Teil der Familie. Die seltsame Geschichte zwischen dem Arbeiter und dem kleinen Fuchs verbreitete sich in der ganzen Nachbarschaft und löste bei allen ein warmes Gefühl aus. Manchmal kann eine kleine Tat ein Leben retten und völlig verändern. Lieber Freund, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, unsere Geschichten zu verfolgen. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren, um uns in den nächsten Folgen noch mehr zu motivieren.